Brickman und Brick Story. Wir sind dieses Mal noch nicht am Abfahren in Rosenheim. Ihr seht es gleich. Nein, wir düsen vorbei, aber wir werden noch kommen. Wir versprechen es euch. Das nächste Mal. Genau, alles ein bisschen knapp hier. Was machen wir stattdessen? Ihr werdet es gleich erfahren. Es wird super. Oder ihr habt den Titel des Videos schon gelesen, das könnte auch sein. Oh, stimmt. Na gut, dann bis gleich. Hallo meine Lieben, heute ist der 27. Juni 2021 und wir sind auf nicht irgendeinem Ausflug, sondern am Ausflug ins Legoland. Ganz genau, wir nehmen euch heute mit, zeigen euch, wie es hier so ist, ob es uns gefällt oder nicht. Und ich bin skeptisch, muss ich sagen. Ich würde sagen, dann melden wir uns von drinnen wieder mal. Oh ja. Und wir kommen hinein ins Legoland und oh je, es ist schon eine Baustelle hier. Genauso wie bei uns in der Stadt. Das ist der Lego City Bereich. Wir haben uns gedacht, wir nehmen euch heute einfach mal ein bisschen mit und zeigen euch, wie sich das Legoland im Jahr 2021 so anfühlt. Und ja, da konnte ich natürlich nicht vorbeigehen an diesen netten Aufbauten hier. Genau, weil uns ja einige von euch geschrieben haben, dass ihr leider noch nicht hinkommt ins Legoland. Deswegen, wir nehmen euch heute einfach mit. Ich denke, das geht ganz einfach, oder? Und natürlich auch beim Fahren. Ich habe mich gleich in den Flying Ninjago hineingehaut. Das war gleich das erste und es war einfach so cool. Also ich habe mich zwar nicht drehen können, habe ich mich doch nicht getraut und wahrscheinlich hätte ich es auch nicht hinbekommen. Ihr seht, manche schaffen das immer recht gut, aber es war ein entspannter Flug, muss ich sagen. Genau, und ich war von unten aus der Kameramann und habe Rita dabei gefilmt. Wie gesagt, wir nehmen euch jetzt mit auf eine kleine Tour. Das ist der Zug, mit dem fahren wir auch noch. Oh ja. Aber erst ein bisschen später. Bezüglich der Regelungen, es ist sehr ähnlich wie 2020. Man darf draußen ohne Maske gehen, drinnen beim Anstellen und auch auf den Attraktionen muss man eine Maske aufsetzen. Genau. Oh, und das ist ja auch so süß mit diesen Pferdchen. Leider darf man da ja als Erwachsener nicht fahren. Genau, wir kommen jetzt in den Ritterbereich des Legolands. Eigentlich mein allerliebster Bereich, wenn du mich fragen würdest. Hier seht ihr Rita herumstolzieren. Ich glaube, sie ist schon auf dem Weg zur Drachenachterbahn. Oh ja, da bin ich ja letztes Jahr dann nicht mehr gefahren. Ihr wisst es, da sich unser kleiner Baumeister angebahnt hat, ist das ja dann nicht so empfehlenswert. Deswegen habe ich jetzt alles nachgeholt. Ich sag's euch, Leute, es ist grandios. Genau, hier geht Rita schon hin. Sie schaut noch kurz nach links, weil es da, glaube ich, Eis gegeben hat, welches wir uns dann gar nicht gekauft haben. Aber natürlich gleich mal rein. Die Wartezeiten waren eigentlich auch sehr ansehnlich. Es war generell schon ein bisschen was los, aber es hat sich sehr schön über den Park verteilt. Ja. Das heißt, wir haben, ich glaube, das Maximum, was wir mal gewartet haben, waren so um die 20, 25 Minuten. Ja, das ist sehr, sehr okay. Wir haben uns übrigens auch die Legoland-App dieses Mal heruntergeladen. Da kann man nämlich immer die Wartezeiten checken, was ganz praktisch ist, ja, weil man dann einfach sieht, zu welcher Attraktion man am besten als nächster geht und nicht so lange warten muss. Ganz genau, ja. Die Attraktionen werden ja auch jetzt wieder voll beladen. Also es wird zum Beispiel hier bei dieser Drachenachterbahn keine Reihe mehr freigelassen. Das war ja mal eine Zeit lang so. Aber ja, mir gefällt einfach das Legoland total gut. Ich kann mich da sehr begeistern. Alleine dieser Typ hier. Ich glaube, der hat Höhenangst da oben. Diese Szenen und kleinen Geschichten, die sind da wirklich sehr nett eingefangen. Und so vergeht die Wartezeit bei den Attraktionen eigentlich immer ganz gut. Das stimmt. Und hier auch noch unser Post. Wir haben das natürlich gleich gepostet für euch, damit ihr up-to-date seid. Auf Instagram und Facebook, damit ihr wisst, dass wir natürlich auch hier sind. Ganz richtig. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dieses Jahr dorthin gekommen sind, denn wir haben uns eine Jahreskarte gekauft. Hier seht ihr den Einstiegsbereich der Drachenachterbahn. Man muss sich im Moment noch anmelden digital. Rita fürchtet sich schon. Ja, ich wollte eigentlich an meinen, wie sagt man, an den Fingernägeln knabbern, aber das geht mit Maske sehr schlecht.
Genau, naja. aber die Fahrt war dann halb so wild. Also man muss sich zuerst, wenn man ins Legoland will, online anmelden. Man muss den Tag angeben, an dem man kommen möchte. Da kann man auf legoland.de nachschauen, ob es noch Verfügbarkeiten gibt. Das war allerdings in der Zeit, wo wir hin wollten, überhaupt kein Problem. Ja. Da hat man eigentlich noch jeden Tag frei wählen können. Stimmt. Man muss dann diese Registrierung oder diese Anmeldung auch herzeigen, bevor man in den Park eintritt. Natürlich genauso wie mit der Karte, die man sich gekauft hat. Aber das geht sehr, sehr schnell, muss ich sagen, und problemlos. Also das war sehr nett. Und wie immer, die Mitarbeiter vom Legoland sind sowieso so super nett. Also, alle total nett. Ja, auf den Fahrten darf man leider nicht filmen, deswegen haben wir die Kamera da hinten in diese Kiste reingegeben. Hier geht es jetzt auf in diese Imagination-Anlage, wo ja, man mit diesen Zukunftsmobilen fahren kann, was wir leider nicht gemacht haben, aber das nächste Mal. Übrigens, ihr kennt sie sicher auch von hinten. Meine Mom war dieses Mal auch mit und es war ihr erstes Mal im Legoland und auch sie war natürlich begeistert. Ist ja ganz klar. Ich meine, wie kann man nicht begeistert sein? Genau, Tim haben wir dieses Mal noch zu Hause gelassen, der war alleine daheim. Bei der Susi-Oma. Er war bei seiner anderen Oma, genau. Es war nämlich an dem Tag extrem heiß. Ja. Und wir haben eine Anfahrt von nicht ganz 3 Stunden ins Legoland und wir sind dort nicht über Nacht geblieben. Das heißt, wir sind in der Früh weggefahren und am Abend wieder nach Hause. Und da haben wir gesagt, das tun wir ihm heute nicht an. Nein. Da soll er noch ein bisschen größer werden oder wir bleiben dort mal über Nacht und dann nehmen wir den Junior auch mit. Hier sind wir jetzt in diesem großen Bereich, der mir besonders gut gefällt, weil ich diese Dinosaurier hier liebe. Ich glaube, ich habe sie sogar gefilmt, wie sie wieder reden oder wie wieder dieser Kameramann mit ihnen redet. Das ist einfach, ich weiß nicht, da schlägt mein Kinder-Lego-Herz größer. Das ist so irgendwie die Zeit, in der ich groß geworden bin. Damals gab es ja viele dieser Creative Sets, die hatte ich und das gefällt mir nach wie vor sehr gut, auch wenn Lego jetzt in dieser Zeit nicht mehr so viel macht. Hier der Rasenmäher. Ja, und es ist einfach, ich meine, das gehört einfach dazu, diese coolen Figuren, alle aus Lego gebaut. Da bekommt man dann einfach auch dieses Feeling, dass man wirklich im Legoland ist. Und das gefällt mir in dem Bereich schon sehr, sehr, sehr gut. Wir haben dann hier auch eine kleine Rast gemacht und ja. unser Käsebrot gegessen. Und Wassermelone. Genau, also wir wollten uns ich wollte eigentlich so ein Essen aus dem Ritterland, aber haben wir irgendwie dann verpasst. Genau. Hier fahren wir jetzt mit dem Tower. Turm. Wie heißt der nochmal? Ich glaube, Legoland Aussichtsturm, wo man eine sehr schöne Übersicht hat über das gesamte Areal. Hier seht ihr zum Beispiel den sehr spektakulären Wald, wo dahinter, glaube ich, der Campingplatz ist. Und das, wo wir letztens dieses Rennen gemacht haben, sieht man auch hier ganz schön von oben. Ihr erinnert euch noch, wo wir den Pokal gewonnen haben. Dieses Mal natürlich, da unser Dream Team nicht vor Ort war und wir dachten, das können wir meiner Mutter nicht antun, sind wir nicht angetreten. Sind wir dorthin nicht gefahren, genau, aber das nächste Mal natürlich wieder. Ja, hier war es schon ganz schön heiß, auch in diesem Turm. Ich weiß nicht, der hat irgendwie keine Klimaanlage, kommt mir vor. Aber ihr seht, ich halte die Kamera dennoch so gut es geht stabil. Hier unten haben sich die Kinder wieder mit diesen Wasserfontänen vergnügt, was, glaube ich, für viele das Highlight des Parks ist. Da ist übrigens auch eine Eingangsbeschränkung. Also da dürfen nicht wahnsinnig viele Kinder hinein in dieses Duploland, wo man so planschen kann. Da haben sich ein paar Leute angestellt, haben wir gesehen. Verständlicherweise, denn es war so heiß. Aber es gibt ja auch noch vor diesem Schnäppchenzelt gibt es übrigens auch noch so Wasserfontänen, wo man einfach so im Vorbeilaufen sich abkühlen kann. Also das ist vielleicht nicht so schlecht zu wissen, denn wenn sich da viele Leute anstellen, da verglüht man ja vorher. Das ist richtig. Hier seht ihr Rita mit ihrer Wasserflasche aus dem Legoland. Hier diese Giraffen finde ich auch total cool. Die sind übrigens, glaube ich, sogar aus Duplosteinen gebaut. Das ist gar kein Lego, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, wir sind hier einfach ein bisschen durchgegangen. Wir kennen diesen Bereich des Legolands oder eigentlich das gesamte Legoland schon. Aber es ist einfach nett, hier durchzuschlendern und zu spazieren. Wir haben uns dann auch Kaffee gekauft natürlich. Ich glaube, das seht ihr auch dieses Mal noch. Und natürlich immer im Hinterkopf, was wir denn alles so einkaufen werden.
denn ein Highlight des Legolands ist für uns natürlich auch immer das Shopping. Das kommt aber, glaube ich, in einem separaten Video demnächst aber noch. Aber ein kurzer Tipp noch zum Shopping. Wir wollten nämlich wieder den grandiosen Schachzug machen wie letztes Mal, dass wir einfach einkaufen und dann unsere Einkäufe hinterlegen lassen, nicht an der Kasse vorne, aber da beim Haupteingang. Und das geht aber nur bis 16 Uhr, oder? War das? Ich glaube, es ist 16 Uhr. Die nette Verkäuferin hat mir dann mitgeteilt, dass es schon ein bisschen zu spät war. Also wenn ihr das machen wollt, dann kauft ein bisschen früher ein. Es sind auch meistens morgens weniger Leute in den Geschäften. Ja, also aber, da waren wir definitiv zu spät. Und dann mussten wir natürlich das Sackerl dann durch das ganze Legoland tragen. Also das ist dann nicht so ideal. Ich war einfach zu nervös und wusste noch nicht, was ich einkaufen wollte. Und ja, dazu kommen wir später noch. Das ist ein mehrteiliger Vlog. Wir haben relativ viel gefilmt. Ich hoffe, das gefällt euch, hier einfach mit uns ein bisschen durchzugehen. Wir sind jetzt übrigens am Weg ins Land der Pharaonen, was auch ein total cooler Bereich ist. Da gibt es ja auch diese coole Fahrt, wo man so alle möglichen Mumien abschießen muss, was so im Stil von Johnny Thunder und Baron von Baron ist, wo viele Anspielungen sind, die jetzt ja mit dem Haunted House wieder ein bisschen lebendiger und frischer sind. Ja, und auch so cool, weil es dann wirklich ein paar Sachen gibt, die sich nur bewegen, wenn man es abschießt. Also es zahlt sich auch wirklich aus, sich da zu bemühen, wie zum Beispiel ein Skelett, das sich auf einmal aus dem Sarg erhebt. Also echt coole Sachen. Genau. Und natürlich, Christoph ist ein bisschen traurig, ihr merkt es an der Stimmlage, er hat nämlich haushoch gegen mich verloren. Das glaube ich nicht. Und da man in der Attraktion nicht filmen darf, gibt es auch keinen Videobeweis dafür. Ja, hier stehen wir gerade in der Schlange für diese Johnny Thunder Attraktion und hier sind jede Menge coole, so Filmsets, auch dieses Auto, welches ich als Kind aus Lego hatte, das ist einfach total cool. Das ist nichts Neues, das hat es die letzten Jahre hier schon gegeben, aber gefällt mir trotzdem immer wieder. Auf jeden Fall. Und ich glaube, hier sind wir jetzt auf dem Weg in diese Gegend, wo dieses, nennen wir es, Feuerwehrrennen ist, wo wir aber nur zugeschaut haben dieses Mal, weil es wirklich immens heiß war und wir sind da letztes Mal heruntergekommen und mussten uns fast hinlegen. Hier seht ihr, glaube ich, auch schon, wie die Leute hier bei der Arbeit sind. Also auch wenn ihr dort nicht mitfahren wollt, weil es echt so anstrengend ist, aber alleine das Zuschauen ist einfach so lustig. Also unbedingt dort auch vorbeischauen. Ich glaube, die Gewinner bekommen nach wie vor so einen kleinen Pokal überreicht, was auch wirklich nett ist. Ein Legostein. Seht ihr Rita hier. Die Wasserrutsche haben wir leider auch nicht von Ihnen gesehen. Das war der... Ja, da wäre es 45 Minuten zum Anstehen gewesen, glaube ich, zu den Minimalzeiten. Und das war uns dann doch ein bisschen zu lange, muss ich sagen. Grandiose Musik. Ja, Rita liebt Piraten, ihr seht es, das ist fast ihr Lieblingslied im Moment. Der Bereich war natürlich auch sehr gut besucht, weil es hier vor allen Dingen um Wasser geht. Rita hat schon den ganzen Tag von dieser Bootsfahrt geträumt, wo man sich so mit so Wasserspritzpistolen abspritzen kann. Da haben wir auch relativ lang gewartet, aber dadurch, dass da immer wieder Boote vorbeikommen, wo die Leute, oder besser gesagt die Piraten, die damit fahren, versuchen, einen abzuspritzen. Und der Hai. Der ist doch... Was ich etwas komisch fand, ist, dass viele der Bereiche teilweise mit inaktiven also so Lego-Aufbauten war. Es gibt zum Beispiel hier rechts hinten, seht ihr unter den Dächern, hier sind jede Menge noch so Piraten und Schatzkisten, die sich normalerweise bewegen, wo auch Musik spielt. Und da war relativ viel außer Betrieb. Ich weiß nicht, warum das war. Da wollte ich eigentlich noch mal reinfilmen, aber das war nicht eingeschaltet. Hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ihr hinkommt. Ja, und hier seht ihr die anderen Leute schon am Kurbeln. Ja, wobei wir auch bemerkt haben, dass es vielleicht, oder was ich mir gedacht habe, ist, dass vielleicht auch ein paar Sachen noch nicht ganz so aktiv sind, weil es ja trotzdem noch darum geht, dass man keine Menschenansammlungen hat und sonstiges. Also vielleicht auch deshalb.
Aber wer weiß, vielleicht bessert sich das ja noch. Das könnte leicht sein. Hier sind wir jetzt im offiziellen Ninjago-Bereich. Oh ja, auch so ein cooler Bereich, ich sag's euch, Leute. Aber mit diesen Spinnern sind wir bis jetzt auch noch nicht gefahren. Ich glaube nämlich, dass ich da einen Mega-Drehwurm bekomme. Also das habe ich mich noch nicht getraut. Aber dafür sind wir mit der anderen Attraktion gefahren, die ihr hier seht. Genau, Ninjago The Ride. Und das ist schon echt auch eine sehr, sehr coole Sache. Ja, es ist irgendwie so eine Mischung aus 3D-Simulator. Man hat so Brillen auf. Hier seht ihr Rita, wie sie die Wartezeiten checkt. Also, und man muss da nicht nur drinnen sitzen und schauen, sondern man muss auch wirklich die Monster und bösen Kreaturen bekämpfen, indem man sie so mit so Wurfsternen beschießt. Da bekommt man sogar zuerst noch eine kurze Einführung, wie das geht. Stimmt. Und es ist auch nicht ohne, muss ich sagen, denn man ist auf einmal mitten in einer Lava-Umgebung, also irgendwo in einem Vulkan, glaube ich, drinnen und dann irgendwo im Eis und man spürt dann wirklich auch die Wärme. Ganz genau. Also das ist schon... Hier wäre auch das habt ihr vielleicht kurz gesehen, ein Spielbereich für Kinder gewesen, wo die Kinder, während die Eltern warten, spielen können. Das war aber alles ausgeräumt, wahrscheinlich auch aufgrund von Corona. Und hier kommen wir jetzt in den zentralen Bereich des Legolands zurück mit dem großen Stars Grillhaus. Da waren wir auch mal, wo wir mal waren. Im Kino hatten wir leider Pech, da sie die Tür knapp vor uns zugemacht haben und wir leider diesen neuen Mythica-Film dann nicht gesehen haben. Aber das nächste Mal. Diese Boote waren natürlich sehr beliebt, weil man da auch eher nass wird beim Fahren. Und ich glaube, wir sind da links abgebogen zum Aktionszelt. Oh, ja. Das kommt aber in einem separaten Video, liebe Freunde. Das Einkaufen haben wir uns aufgespart. Da kommt ein extra Video dazu. Ja, damit ihr einfach ein bisschen up-to-date seid, was es alles derzeit gibt. Ich finde das immer ganz interessant, damit man weiß, zahlt es sich aus, dass man hinfahrt zum Shoppen oder verbringt man den ganzen Tag nur mit dem Flying Ninjago. Ganz richtig, das könnt ihr machen, was ihr wollt. Interessant auch diese Boote, die ihr gerade in Gelb gesehen habt, die gibt es im Legoland England, in Windsor in Blau. Ja, und mit dieser Bahn ist Rita jetzt auch das erste Mal gefahren. Sie checkt, glaube ich, gerade die Wartezeit. Die ist schon ganz schön wild, muss ich sagen. Man ist da in so einem Mini-Gefährt drinnen und ja, wie so ein Mauscoaster, so ein kleiner. Und da fährt man oben so wilde, dass ich schon fast gefürchtet habe, dass man auf der Seite hinunterstürzt. Aber natürlich passiert einem gar nichts. Man sitzt wunderbar. Und es ist sehr aufregend, muss ich sagen. Rita war mutig, sie hat die Testfahrt an sich genommen und ja, hier hat sie anscheinend schon was gekauft. Weiß ich gar nicht, was das war. Und ich glaube zu wissen, dass es jetzt in die Richtung des Cafés geht. Ja, das Miniland haben wir uns auch für den Schluss aufgehoben. Da haben wir ein paar coole Eindrücke aufgenommen. Da ist da, glaube ich, ein paar neue Sachen. Ja, einige neue Sachen. Oder wir haben das letzte Mal das irgendwie verpasst. Nein, aber ich glaube nicht. Es sind strahlende neue Steine verbaut und echt tolle neue Ideen. Die sehen sehr neu aus. Da sind wir dann gegen Abend, wie es ein bisschen kühler geworden ist, noch eine kleine Runde durchgegangen. Café Einstein. Ich weiß nicht mehr, wie das angeboten ist, aber das war ein gutes Angebot. Ja. Nein. Schaut ihr mal bitte, was da drin ist.